Tourvideo. Wir befinden uns heute am ehemaligen oder beziehungsweise auf einem Teil des ehemaligen Gefechtsstandes des Pipeline-Pionierbetriebes 3-1 in Xanten. Und ich bin nicht alleine. Mit mir ist Bildtafel-Legende Dennis und der Simon vom Facebook-Kanal oder von der Seite Zeichen der Vergangenheit. Und wir schauen uns jetzt hier mal um, was es hier zu sehen gibt. Ja. Und da nehme ich euch jetzt mit und bis gleich. Ja, und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Das Gebäude von außen habt ihr gerade schon so ein bisschen gesehen. Was das hier ist oder war, ja, das ist natürlich wieder mal ganz Frage. Das kann ich einfach nicht wirklich sagen. Auf dem Gelände hier befand sich auch eine Luftwaffenmona aus dem Zweiten Weltkrieg. Auf dieses Thema werden wir hier einfach nicht näher eingehen. Was sich hier mal befand, das bin ich mir allerdings ziemlich sicher zu wissen. Da war mit Sicherheit mal ein kleiner Wandtresor eingebaut. Also wir hatten hier in irgendeiner Weise ein Geschäftszimmer oder dergleichen der hier stationierten Truppe für diese Pipeline-Überwachung. Ja, viele Hinweise gibt es hier einfach nicht. Das ist hier ein recht schlichter Zweckbau. Einmal grob durchgefilmt. Das hat man hier so ein bisschen mit diesen Kiefernholzpaneelen in grün ausgekleidet. Das allerdings ist ganz interessant. Wir haben hier so eine Schallschutztür eingebaut. Also das heißt, in irgendeiner Weise war das hier auch wahrscheinlich ein sensibler Bereich, wo man dann eben die Gespräche von außen nicht mithören sollte. Hier haben wir eine Durchreiche in diesem Raum. Hier sehen wir noch so ein bisschen Verkabelung von ehemaliger EDV-Leitung, nehme ich an. Von wann bis wann die ganze Geschichte hier in Betrieb war, das setze ich euch in die gelbe Untertitel wieder rein. Und ja, gebe euch auch noch einen Link auf eine Seite, wo ihr so ein bisschen was drüber lesen könnt. Insgesamt ist das hier eine sehr, ja, wie soll ich sagen, das ist eine Geschichte, die halt sehr unbekannt ist und hat es auch natürlich nicht hunderte Male gegeben bei der Bundeswehr, sondern kann sein, dass das hier vielleicht sogar das Einzige ist, was es da gab. Da bin ich allerdings auch überfragt. Man findet einfach wenig darüber im Netz. Ne? Dann gehen wir hier nochmal eben schauen. Psst, komm hier. Das ist ja auch eine ganz interessante Sache. Hier haben wir noch ein bisschen, auf jeden Fall ein paar Markierungen. Dexter, komm hier hin. So, sorry, wir sind das hier. Das ist ein bisschen improvisiert hier. Hier haben wir noch eine Bodenfliese, eine interessante. So, ich filme euch das einfach mal so ein bisschen ab, wie das hier alles aussieht. Da geht es auch noch mal nach unten in den Keller, da schauen wir gleich mal. Hier ist auch noch ein Raum, das war mal die Teeküche hier. Ja, so, das Ding muss ich da erstmal hinstellen. Das ist alles mehr hinderlich als alles andere. Da kommt der Dexter. Hier ist noch ein Schild für Herren, wahrscheinlich auch für die Toilette der Herren. Ja, wir gehen hier einfach mal durch. Ne? Das sind natürlich jetzt hier alles keine wirklich wahnsinnigen militärischen Infrastrukturen. Das ist hier alles ja, sehr auf wie heißt das? Sehr auf Verwaltung ausgelegt, sehr zivil das Ganze. Ne? Hier hat man einen Raum, Kellerraum mit Lichtschächten allerdings und geschmackvoller Gardine. Dann haben wir hier oben, was ist das überhaupt? Ist das ein Bewegungsmelder? Ja, das mag sein. Alles alte Technik hier. Hier steht noch so ein Schrank. Hagen, Batterie. Spannung zwischen Batterie und Gehäuse. Ja, also Elektronik auf jeden Fall. Hier liegen einfach so ein paar Sachen rum. Hier der Zahn der Zeit nagt hier auch in der Struktur. Wasser natürlich überall. Und das hier, was ist das eigentlich? Das ist hier eine, ja genau, so eine interne Alarmstelle, also eine Alarmanlage haben wir hier unten auf jeden Fall im Keller mit untergebracht. Ja, dann verlassen wir diesen Raum jetzt auch und gehen dann nochmal weiter runter in den Keller nach ganz unten. Dexter, komm mal hier. So, von da oben kommen wir. Dann sind wir hier nochmal den Kellerabgang runter. Das sind also wirklich diese ganz klassischen Bundeswehrschilder oder Behördenschilder, wie man sie immer aus den 50er, 60er Jahren kennt. Hier haben wir, was haben wir denn hier? Ne? Das kann ich gar nicht sagen. Das hat auf jeden Fall irgendwas mit der Heizung zu tun, steht ja auch da dran.
Man denkt, wenn man sowas sieht, denkt man immer, oh, vielleicht doch ein Notausgang vom Bunker. Nein, das ist hier was anderes. Huberaufstörung, ja. Damit will ich euch jetzt gar nicht so sehr aufhalten. Wo ist das hier eben? Hier haben wir auch noch irgendeinen Zweckraum. Hier befindet sich auch noch mal irgendwie so ein Versorgungsschacht. So, dann haben wir hier noch eine große Einfahrt, so eine Versorgungseinfahrt, wo man entsprechende Güter rein und raus befördern konnte. So, Alexa, komm mal hier. Komm hier hin. So, wir gehen hier nochmal weiter. Und diese großen Flügeltüren haben wir hier. Da oben ist noch eine Lüftungsanlage. Und hier haben wir den Sternmattraum. Sehr interessant. Das ist halt hier entsprechend gelagert worden. Ja. Eieiei, nochmal eben hier gucken. Hier haben wir noch einen großen Raum. Oh ja, das sind auf jeden Fall Heizöltanks, die hier noch stehen. Und dann haben wir hier einfach nur noch zwei weitere schmucklose Räume. Ja, da kann man einfach nicht sagen, was das hier sein soll. Habe ich noch was. Oh, das kann ich euch nicht zeigen. Das neue Wochenend vom 9.06.93, 2,20 Mark. Cool, ja, kann ich euch leider nicht filmen, weil dann kriege ich hier wahrscheinlich wieder einen Strike von YouTube, wenn man da sekundäre Geschlechtsorgane drauf sehen kann. Jo. Wir sind hier bei diesem Gebäude erstmal durch. Wir gehen jetzt wieder nach oben und schauen mal, was uns hier noch weiter auf dem Gelände erwartet. Bis gleich. So, eben eine Außenaufnahme. Ja, letzten Endes ist das hier auf jeden Fall auch das Heizkraftwerk gewesen, aber das haben wir auch gesehen von innen. Hier führt dieser Versorgungsweg nach unten. Und hier auf der Ecke haben wir auch noch wieder Betonkästen, in denen man irgendetwas lagern konnte. Was genau da drin war, entzieht sich natürlich auch meiner Kenntnis. Hier haben wir noch eine schöne Bogenlampe. Und hier haben wir noch so einen Anfahrschutz. Der soll dann hier so einen Hydranten absichern, dass man dann entsprechend nicht gegenfährt. Ja, und hier vorne geht der Weg weiter. Wir schauen mal, wie das jetzt alles funktioniert. Da hinten haben wir auch noch eine ganz kleine, die seht ihr da, ne, so glaube ich. Da, eine dieser tollen alten Laternen. Ja, da kommen die beiden Mitstreiter auch hoch. Und ja, ich denke, wir gehen jetzt in diesem Bereich weiter und ich schaue euch wieder dazu. So, brauche ich da gleich noch mal runter. Dann habe ich euch hier eine dieser Laternen eben gefilmt. So, hier liegt ein bisschen Geäst auf dem Weg herum. Aber was wir hier auch viel haben, Weinbergschnecken ohne Ende. Die kann man hier auf jeden Fall, wenn man dann sowas mag, ernten. Wobei ich mal dafür plädiere, es muss nicht sein. Ne? Lampe defekt. Wir gehen hier weiter. Das Ganze ist auf jeden Fall asphaltiert hier. Ist alles fester Untergrund. Aber ihr seht halt auch, es ist sehr versuchert hier, die ganze Geschichte. Man kann links und rechts des Weges nicht wirklich viel sehen. So, bis gleich. So, sind wir den Weg weitergelaufen. Jetzt kommen wir hier zu einem weiteren Komplex. Also hier ist auf jeden Fall ein Tor. Interessant. Und hier haben wir ein ziemlich großes Gebäude. Das ist irgendein Lagerhaus. Auf jeden Fall. Da hinten geht es auch noch mal weiter. Da ist auch noch mal Struktur. Ja, wir gehen jetzt zunächst einmal aber hier in dieses Lagergebäude rein und schauen uns hier mal eben um. Oh ja, das sieht alles schon mal recht vielversprechend aus. Ach klasse, pass mal auf. Wir gehen jetzt erstmal hier nach links
Hier haben wir auf jeden Fall so entsprechende Lagerplätze. Da waren dann in den Klarsichtfolien irgendwelche Nummerierungen oder Bezeichnungen drin untergebracht. So, da vorne sind die beiden Strategen. Und hier vorne haben wir überall Fächer, um da etwas einzulagern. Ich nehme mal an, dass hier Mittel lagerten in diesem Magazin, die man brauchte, um auch diese Pipeline einfach zu betreiben. Ne? Hier ist noch ein altes Schild. Ich habe euch das gefilmt. Ja, hier sieht man auch ganz klar, da ist so eine Pipeline unten links mit abgebildet. Hier eine uralte Heizung. Ja, schauen wir mal eben hier. Da oben, ja, kann man, ja, ist klar, ne? Das ist immer das Gleiche. Alle müssen gucken, was ist da oben drin. Ja, als wenn da was ist, Leute. Als wenn da irgendwas ist. Da ist natürlich überhaupt nichts. Das ist einfach nur ein beschissener Versorgungsschacht. Sorry, dass ich das so sage. Die Warengruppe war hier untergebracht, Büromaterial und Drucksachen. Dann gehen wir hier mal weiter. Oh, hier hat man irgendwann mal nachträglich eine Alarmtür eingebaut. Die ist noch gar nicht, ja, die ist noch gar nicht so alt. Die macht noch einen relativ frischen Eindruck. Ist allerdings hier natürlich, steht halt offen, ne? Passiert da nichts. Da haben wir noch auch, das sieht auch noch richtig neu aus, ist aber auch alt, weil das hier schon lange geschlossen ist. Über OVWA. Ihr könnt es lesen, ich werde es nicht weiter vorlesen, was da steht. Hier geht es nochmal rein in einen Raum, der hat auch noch eine Bezeichnung. Guck mal hier, das ist das Archiv. Richtig cool, auch ein schöner Zeitzeuge, dieses Schild hier an der Tür. Wunderbar, ja, das ist schon eine feine Geschichte hier. Es ist halt alles sehr zivil, aber trotzdem ist das interessant. So, hier haben wir noch eine genaue Bezeichnung. Lagerräume etc. pp. Ja, das hier rechts ist der Bereich, wo wir gleich noch reingehen werden. Ne? Und hier sind wir gerade drin. Ja, das ist mit dem Licht jetzt ein bisschen blöd. Wie nennt sich das? Zeichnungs- und Dokumentenarchiv, da waren wir gerade drin. Und hier links von uns ist dann die Elektrowerkstatt. Ja. Ganz kurz einmal hier reingeleuchtet. Wie sieht es hier aus? Ja, ist auch noch irgendeine Versorgungsgeschichte drin. Hier haben wir noch Sanitärräume. Was haben wir da? Hauptschutzplan. Ja. Hier noch einen besonders schönen Boden eingelegt. Das ist irgendwie so ein Pressfilz oder sowas. Ja, hier wäre dann noch ein Eingang. Oh, das ist natürlich ein richtig tolles Schild. 7. Pipeline Division X Anden. Das ist richtig klasse. Das ist toll. Das ist auch toll. Und das ist am allerbesten, denn Rauchen ist nicht so geil. Schön. Dann gehen wir jetzt aus diesem Bereich raus und gucken mal hinten in den Lagerbereich. Da sind die beiden nämlich, glaube ich, jetzt auch durch. Dann gucken wir da. Ich mag das nicht, wenn man so mit mehreren Leuten im Objekt ist und dann ständig durcheinander redet. Das hat so diesen, ja, nicht falsch verstehen, aber diesen, ne, wir rennen überall blind rein und reden durcheinander und oh, guck mal hier und boah, diesen Charakter hat das. Und das mag ich überhaupt nicht. Deswegen sondere ich mich hier mit meiner Filmerei so ein bisschen ab. Also guck, hier ist alles, was hier alles drin steht, ne? Hier oben. Ich will jetzt nicht auf alles einzeln eingehen, das ist auch langweilig. Hier sind Nanometer drin gewesen, etc. pp. Das sind also richtig tolle Regalräume hier. Ausbauteile von stillgelegten Stationen ist hier, ja, das ist schon toll. Gruppe 30, hier auch dieses ganz alte Schriftbild, das kenne ich auch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, aber es ist mir einfach aus Behördenarchiven und so ist mir das einfach bekannt. So, hier nach oben führt tatsächlich nur so ein Gittergang oder ein, ja, das heißt gar nicht Gittergang, aber es sind, naja, ihr wisst, was ich meine. So, hier haben Dichtungen gelagert, Verladearmaturen, ja, also einfach ein ordentliches Lager hier. Und hier haben wir noch dann Zeitzeugen aus der damaligen Zeit. Das ist dann, was steht da drauf?
Ja, kein Datum kann ich jetzt gar nicht sehen. Aber das ist alles altes Zeug hier, ne? 3.11.77 würde ich das jetzt interpretieren da unten. Und hier haben wir dann, ach guck mal da, ein schönes Asbest-Teflon-Pack in Blau. Das ist ja auch eine feine Geschichte. Ja, solche Übersichtssachen hat man dann halt hier auch in solchen Archiven drin, beziehungsweise in solchen Magazinen. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Ne? Das, glaube ich, war von den Eindrücken erstmal ausreichend, was wir hier gesehen haben. Ja, so, hier nochmal das Magazin von der Außenaufnahme. Wir bewegen uns jetzt wieder von diesem Gebäude weg. Ein NATO-Löffel. Noch nie habe ich so einen schönen Löffel gesehen. Simon hat einen NATO-Löffel gefunden. Ja, was steht da drauf? Arundo. Arundo. Und 1900? 18,0. Achso. 18 Karat. Ja, gut. 0 Voltanteil. Okay, ja, ihr seht, das meine ich mit dem Gesabbel, was ich eigentlich nicht auf dem Video haben will, aber jetzt haben wir es auch drauf. Und jetzt gehen wir mal weiter hier. Hier ist noch irgendein Verschlag. Ja. Das gute alte Eternitdach auf jeden Fall hier. Ja. So, jetzt haben wir gerade noch was gehört. Was war das? Gasflaschenlager? Stand das da oder was? Ah, stand da dran. Ja gut. Komm, da vorne steht ein Schild. Ja, alles klar. Da steht eine Gasflasche drauf auf dem gelben Warndreieck. Okay. Jo. So, wir gehen hier mal weiter das Gelände. Hier rechts haben wir noch wieder Hinweise zu Wasserzapfstellen, Hydranten. Das sieht auch ganz interessant aus. Wir gehen hier weiter geradeaus und ich schaue euch wieder dazu. So, vor mir sehe ich schon oder sehen wir schon, wir sind ja zu dritt oder zu viert mit dem Hund gerechnet, das nächste Gebäude, die nächsten Strukturen. Auf dem Weg hierher haben wir noch ganz interessante Sachen auch gesehen von der Luftwaffenmona, die hier mal war. Habe ich aber bewusst nicht gefilmt, weil das einfach nicht Inhalt dieses Videos ist. Und wenn man darüber was machen will, muss man sorgfältig recherchieren, damit man das auch vernünftig benennen kann, was das Ganze ist. Ich habe keine Lust, zwischen irgendwelchen Betonruinen herumzustolpern und zu erzählen, ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das reicht, wenn ich das in diesem Video hier schon relativ häufig machen kann, weil wir eben hier eine ganz seltene Struktur der Bundeswehr haben. So, hier sind auch wieder irgendwelche Entnahmestellen gekennzeichnet und gesichert. Da vorne haben wir offensichtlich eine Garage, auf die werden wir jetzt nicht näher eingehen. Das Gebäude gucken wir uns nachher nochmal an. Wir gehen jetzt erstmal hier nach links rüber. Hier haben wir auch nochmal wieder da vorne einen Hydranten, ja, die Laterne. Und dann haben wir hier, oh, das ist ein Kasten. Das ist hier, den Kasten müsstet ihr eigentlich auch kennen. Hatte ich bisher noch nicht in vielen Videos drin, aber hier lag der Brandbekämpfungssatz drin. Das ist dann der Betonkasten. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, dass wir den hier wiederfinden. Ja, dann haben wir hier vorne noch irgendwelche Betonbehälter, ne, von denen ich auch leider keine Kenntnis habe, was drin lag. Können aber eigentlich keine sicherheitsrelevanten Sachen sein, da man diese Kästen einfach nicht verschließen kann. Ja, die waren also immer mit so einem Hebelmechanismus zu öffnen. Ja, und vor uns, da sehen wir dieses Gebäude. Das ist, tja, das ist schon auch Tarndach. In gewisser Weise ist das Tarndach, allerdings, es wirkt auf jeden Fall so, ne? Weil es übersteht, aber wir haben da oben drauf eben keine Mulde, wo man wirklich was anpflanzen könnte. Allenfalls kann man hier irgendwie so Dachbewuchs anbringen, denke ich. Das ist auch richtig klasse hier. Ganz tolles Geländer, toller Eingang. Dieses Schild ist goldig. Das ist Gold wert, ja. Wir gehen gleich auf das Gebäude weiter ein. Einmal hier vorne geguckt, das wird auch irgendein Zweckbau gewesen sein. Irgendwas Technisches war da mal drin. Wer das weiß, der darf sich da gerne zu äußern. Hier vorne haben wir auch noch so einen Shoppen. Leichtflüssigkeit, Abscheider. Ja, so sieht dieses Gebäude aus. Das ist natürlich auch, das sind natürlich richtig tolle Eindrücke, die man hier
von der Geschichte hat. Das denkt der Simon gerade auch und macht hier entsprechende Fotos von der Sache. Das Ding könnt ihr natürlich dann auch auf seiner Facebook-Seite sehen. Ja, ich bin jetzt hier nochmal so bis da vorne hin. So, ein Anruf, ja, den muss ich jetzt mal eben ignorieren. Ah, das sieht richtig toll aus hier. Ganz tolle Eindrücke. Hier sieht man auch diesen Aufbau. Also erster Stein, dann haben wir hier so ein bisschen Wolle dahinter, ne? Und dann noch diesen, ja, das ist das hier, das ist doch auch so ein Verbund Pressmaterial. Glasbausteine. Ja, wer möchte gucken, ob es offen ist? Oh, ich habe gerade einen wichtigen Anruf. Die muss doch mal eben dran gehen. Mal dazu. Ja, wir hatten hier vorne gerade eben eine kleine Pause gemacht. Ihr seht da diese Glasbausteinwand. Die Tür ist zu, habt ihr auch gesehen. Wir haben hier noch eine interessante Sache. Da gehen wir allerdings erst gleich drauf ein. Denn das Ganze hier sieht mir doch verdächtig nach einem Zugang zu einem Luftschutzbunker aus. Hier haben wir auch noch Zu- und Abluft. Das ist alles mal modernisiert worden. Das ist natürlich nicht mehr der Stand, den man hier mal hatte, als man den Bunker angelegt hat. Interessant, sehr interessant. Ja, hier vorne verliert sich noch so ein kleiner Pad nach unten. Inwiefern wir das alles noch begehen werden, müssen wir mal schauen. Denn als erstes werden wir jetzt in dieses Gebäude hinein verlegen und schauen mal, was uns dort noch erwarten wird. Denn hier steht auf jeden Fall schon mal die Tür offen. Ja, das war die Treppe. Ich dachte, das wäre ein normaler Eingang. Das ist hier gar kein Eingang, das ist eine Fluchttreppe, ne? Eine Feuertreppe. Jetzt sind wir hier oben in einem Bürogebäude gelandet. Ja, so war es in einem Bürotrakt. Fliesenspiegel, da war mal sicherlich irgendwas, kleine Küchenzeile installiert. Gehen wir mal hier oben in den Flurbereich rein. Es ist richtig schön kühl hier in dem Gebäude. Das ist eine nette Sache. Ja, das ist alles hier noch die alte Erstausstattung, die man auch an diesen Griffen da unschwer erkennen kann. Das ist irgendwie so 50er, 60er Jahre ist das. Da hatte man genau sowas. Auch diese Ketten und so. Also jeder, der mal vielleicht irgendwie in der Umzugs- oder Möbelbranche tätig war, der wird solche Sachen hier sofort erkennen. Hat der Kleiderbügel noch drin. Gut, gehen wir hier weiter. Hier oben sind alles noch so Glasbausteine, damit man hier mehr Licht in den Flur vielleicht auch reinbekommt. Ja, hier waren, denke ich, jede Menge Arbeitsplätze irgendwie drin. Überall so, ne, EDV-Strukturen. Ja, super viel wird da nicht sein. So, hier saß auf jeden Fall Wilms, Herr oder Frau Wilms war da drin. Das ist der gleiche Raum wie gerade. Ja, wir schauen mal. Hier ist das Laboratorium. So. Das Laboratorium ist nicht da in dem Raum, es ist hier. Das ist natürlich auch eine ganz interessante Geschichte hier. Was macht so ein Laboratorium hier auf der Anlage? Man muss davon ausgehen, dass die hier, weil die ja für den Betrieb dieser Pipeline zuständig waren, dass die hier vielleicht auch entsprechende Kerosinproben etc. Genommen haben und das hier also einer Qualitätskontrolle unterzogen haben. Würde ich jetzt sagen, schätzen, ich wüsste nicht, wofür es sonst sein soll. Hier haben wir diese typischen, ja, ich weiß, sind das Inkubatoren oder sowas? Bin ich auch raus. Ja, die ganz typische Fliese für solche Bereiche einfach. Hier so ein Waschbecken, das ist schon alles wirklich absolut, ja, wie man sich so ein Labor vorstellt, so ist es hier ausgestattet. Die ganze Geschichte, hier findet sich auch nochmal so ein Ablauf. Und das Ganze natürlich alles nicht aus Holz oder sowas, das ist natürlich alles vernünftig gefliest, damit man auch, wenn man hier irgendwie mit säurehaltigen Stoffen arbeitet, dass das eben entsprechend keinen Schaden nehmen kann. Ja, finde ich sehr interessant, dass man so ein Laboratorium hier in diesem Gebäude mit drin hat. Hier ist noch ein Hahn, wofür er sein mag. Hier nochmal eben gucken. Ja, hier befindet sich auch nochmal so ein Arbeitstisch. Auch, wie gerade auch eben schon gesehen, gefliest. Ja, in diesem Bereich ebenfalls.
2 Arbeitsplätze. Ich sage jetzt einfach mal 2 Arbeitsplätze. Ne? Das macht so vom räumlichen ja so den Anschein. Ja, hier oben haben wir noch eine Versorgungsleitung. Oder man kann auf jeden Fall hoch über das Eingebaute hier. Hier riecht es auch nach sowas. Hier riecht es nach irgendwie, ich weiß nicht, wie Kerosin riecht, aber das mag der Duft schon sein. Das riecht schon ziemlich nach irgendeinem entzündbaren Stoff. Achso, hier stand auch Wilms drauf übrigens. Vielleicht ist Wilms auch was anderes, das ist gar kein Name. In dem Sinne kein personenbezogener Name. Besprechungsraum. Ja. Weiter, das ist Raum Nummer 9, da steht auch nichts weiter dran. Ah, da ist Anmeldung und Jansen. Ja, Jansen gehe ich ganz stark aus. Das war eine Frau Jansen, die da saß. Was haben wir hier? Eingang, nächste Tür. Achso, hier wäre dann, ja, dadurch hätte man in den Raum gekonnt. Da war die Frau Jansen drin. Das heißt, vielleicht saß hier sogar der Betriebsstellenleiter drin. Das mag sein. Gut, wir gehen hier weiter. Jetzt kommen wir hier in einen Trakt. Ich wollte gerade sagen, der ist noch etwas schmuckloser als der andere. Das ist aber nicht so, sieht ja genauso aus. Hier wäre auch noch mal ein Ausgang. Ja, also hier ist jetzt nicht so die Struktur. Hier sind noch so Einbauschränke drin. Das ist natürlich nicht mehr 50er, 60er, das ist natürlich alles modernes Zeug. Bentrup, Herr oder Frau Bentrup hat hier mal gesessen. Ja. Ach so, okay, ja, verstehe. Werbung für Gehörschutz von der Firma Auer. So, hier Warnbereich, hier darf man nichts hinstellen, weil da der Schwenkbereich der Tür ist. Bellingroth, Stock und Schmitz, die haben hier Kaffee gekocht und sich eine gute Zeit gemacht. Bitte anklopfen. So, gehen wir weiter. So, wo ist der Hund eigentlich? Extra. Ah, ja. Gut, ja, hier sind keine weiteren Schilder so dran. Das ist hier auch ein interessanter Raum. Was haben wir denn hier eigentlich? Also hier haben wir ein ganz großes Glasfenster. Das ist auch recht gut isoliert. Hier haben wir auch etliche Steckdosenleisten. Hier sehen wir noch Strukturen auf dem Boden. Da stand also mal irgendetwas zur Überwachung. Vielleicht war das hier so eine Art Schaltzentrale. Das ist natürlich eine interessante Geschichte. Das Ganze ist hier auch so mit so Akustik, mit so Akustikpanelen alles ausgestattet. Mal eben schauen, vielleicht haben wir doch noch irgendwie einen Hinweis. Ne, haben wir leider nicht, aber ein HB-Männchen haben wir hier. Also das ist interessant, das scheint hier so eine Art Überwachungsraum oder so gewesen zu sein. Ne? Wenn du guckst, siehst du die, was ist das, Server oder Kühlung oder irgendwas. Aha. Ich denke für die Gerätschaften. Ja, das sah bestimmt mal spannend aus hier. Ja, das glaube ich auch. Das sah bestimmt, ja. War gar nicht so unwichtig, der Raum hier. Ne, denke ich auch. Der ist ja hier auch akustisch, ne? Ja. Mit Akustikpanelen versehen und so. Ja, von da vorne, da hat wahrscheinlich einer beobachtet, was die Schergen machen. Oh ja, hier haben wir den Technikraum, der sich direkt dahinter befindet. Einmal kurz durchgeschwenkt. Hier ist dann auch Schluss mit dem Gelände. Also dieser Raum befindet sich dann hier. Und hier haben wir auch Kühlungsanlage, Zuluft, Abluft für weiß ich was alles. Ne? So sieht es hier auf jeden Fall aus. Ja, da gehe ich jetzt, glaube ich, nicht weiter drauf ein. Ne? Ich kann es euch eh nicht erklären, diese ganze Technik hier. Und ja, die meisten, ich gehe davon aus, dass jetzt nicht die meisten diese Technik so wahnsinnig interessieren wird. Mehr so die Grundstruktur. Was mich wirklich interessiert hätte, wäre ja diese Konsolen, die hier mal drauf standen. Wie das mal aussah, das war bestimmt fantastisch. 1000 Knöpfe drauf, irgendwelche Leuchtdioden und so.
jetzt so wahrscheinlich auch das die Kommandozentrale des Bösen bei James Bond jetzt hier wahrscheinlich auch so ein bisschen darstellen können. Ja, sieht klasse aus. Tolle Eindrücke hier. Du merkst auch, dass hier so diese Paneele eingebracht sind, weil der Raum gleich, wenn du sprichst, viel dumpfer ist als die anderen Räume. So. Jetzt haben wir das hier oben gefilmt. Und wir gucken jetzt mal, wie das hier noch weitergeht in diesem Gebäude. Und dann nehme ich euch wieder dazu, wenn wir da neue Eindrücke zutage befördert haben. Ja, wir kommen von da oben. Den links wie rechts verlaufenden Trakt haben wir gerade begutachtet. Hier ist diese Glasbausteinwand, wo wir vorhin die Tür verschlossen vorgefunden haben. Hier geht es weiter runter in den Keller. Da haben wir schon mal so einen fluoreszierenden Klebestreifen, wie auch immer, aufgebracht. Das Ganze geht hier weiter. Hier haben wir das auch angebracht. Hier ist schon auch so eine verdächtige Tür. Dahinter geht es natürlich dahin, wo wir auf jeden Fall gleich noch alle hingehen möchten. Das machen wir aber jetzt noch nicht. Wir sind jetzt erstmal im ersten Kellergeschoss. Gucken mal eben, was sich hier noch verbirgt, außer herausgerissene Kabelschachtabdeckung von irgendwelchen Kupferdieben. Wir gehen einmal hier kurz in den hinteren Bereich durch. Bezeichnungen an Türen sehe ich hier nicht. Kannst du mir eine öffnen, Dennis? Oh, da haben wir auch auf jeden Fall Lichtschächte hier. Das ist alles sehr sauber, sehr ordentlich. Hat auch diesen typischen Kellergeruch, also gar nicht diesen muffigen, sondern den man eigentlich so aus solchen rohbauten Kellern irgendwie kennt. Ja, sehr schmucklos, recht uninteressant das Ganze. Reine Lagerräume nehme ich an. Ich sehe hier keine weiteren technischen Einrichtungen. Ja, hier ist noch wieder Server untergebracht. Jo. Das sieht man dann doch deutlich. Ne? Ja. Okay. Lass ich mal jetzt so hier im Raum stehen. Ne? Wir haben halt hier irgendwelche Server. So. Da ist auch noch eine dickere Kabeldurchführung auf jeden Fall. Dann gehen wir mal hier weiter rein. So, komm mal her. Mein Gott, muss ja immer so ein Lärm gemacht werden hier. Denkst ja, wir sind beide Vandalen. Ja, wo wir hier gerade so rumleuchten, fällt mir ein, ich habe die meine Hauptleuchte im Auto vergessen. Aber wir sind trotzdem, weil es eben so dunkel ist, recht gut ausgestattet, auch mit dieser Taschenlampe. Der Simon leuchtet auch nochmal. Ja, es ist ein bisschen wärmeres Licht, was der da hat. Das ist ein bisschen angenehmer. Gut, das ist jetzt hier der hintere Raum. Da können wir auch wieder hinausgehen. Und wir schauen nochmal eben am anderen Ende des Ganges, wo die beiden schon waren. Da waren wir noch nicht. Wie es da aussieht. Archiv steht hier drauf. Da ist der Pausraum ist da. Ja, der Pausraum. Extra. Also lagen nämlich hier Lichtpausen. Hier haben wir noch einen Tresor mit einer vermutlich Inventarnummer drauf. Ja, ganz nettes Teil. Firma Aros aus Ratingen hat ihn gebaut. Auch ein toller Aufkleber. Das ist hier auch Erstausstattung. Das ist hier das 50er, 60er Jahre Ding. Vielleicht ist noch irgendwo eine Plakette dran. Ja, das reicht mir, das Wissen darum, dass das aus dieser Zeit ist. Dass ich das so ungefähr einschätzen kann, reicht mir aus. Öltankreinigung in 5 Jahren. Da steht auch drin, welche Firma das machen muss. Ja, hier ist... Ach, das sieht auch gut aus hier, ne? So eine richtig fette Heizung. Dann haben wir irgendwelches... Ich weiß gar nicht, was das ist. Sieht aus wie Sägemehl, was da rumliegt. Ein Bindemittel, würde ich bald sagen. Ja, weg hier. Ne? Der Keller ist hier nicht so schön. Dann gehen wir mal weiter. So, komm mal hier. Ja, last but not least, dann schauen wir uns mal diesen Bunkerbau hier an. Hier seht ihr überall schon diese fluoreszierenden Streifen aufgebracht. Da haben wir schon einen Pfeil. Oh, das kommt auch gut rüber auf der Kamera.
Hier geht das dann weiter, runter in den Keller. Ja, allerdings die Treppenstufen sind nicht beleuchtet. Das heißt, da sollte man doch schon irgendwie gucken, dass man eine Taschenlampe hat oder dass die Beleuchtung hier funktioniert. Sonst wird das nämlich nichts. So, dann geht es hier weiter. Da vorne haben wir schon so eine Drucktür. Richtig spannend. Das ist übrigens der Eingang, den ich euch vorhin von außen schon gezeigt habe. Das heißt, wir sind also hier. Wir sind hier jetzt an diesem Ort. Das ist schon auch echt eine ziemlich dicke Drucktür. Sieht klasse aus. Tolles Ding. Das ist das erste Teil. Hier haben wir dann auch schon direkt verwinkelt die zweite Tür, die dann letzten Endes den Hauptzugang zu dem Bunker darstellt. So, hier vorne ist richtig schön hell. Da ist der Simon nämlich drin, der macht da seine Fotos. Das ist alles hier nochmal gegen Wasser, gegen einlaufendes Wasser auch geschützt. Das heißt, wir haben hier die entsprechenden, Betonelemente, die da eben vor Zulauf schützen. Wir haben hier den Notstromraum, da schauen wir mal eben rein. Ja, hier steht jetzt nichts irgendwie drin, was total toll wäre. Hier wird irgendwo mal eine Notstromversorgung gestanden haben. Unter diesen beiden Schnüffeln da, nehme ich an. Ja, viel mehr kann ich euch dazu der Technik einfach auch nicht sagen. Hier hinten hinter haben wir noch so einen Abzugsschacht, nehme ich an, verbaut. Netzersatzanlage, irgendwie sowas, ne? So nennt sich das ja. Ja. Hier Simon, komm mal her, du. Hier ist doch der Bunker. Ja. Der Bunker, ne? Hier vorne rechts, diese beiden Pinockel, die da aus der Decke kommen, nach oder abgehen. Ja, hier dran standen die das Abgas. Da standen die Dinger, genau. Und das ist fürs Abgas, ja, alles klar. Ja, dann habe ich jetzt keinen Quatsch erzählt. Dann ist das alles in Ordnung. Was ist das? Es wundert mich, dass die Notstromer weg sind. Ja, die stehen eigentlich sonst immer drin, ne? Ja. Das ist immer sowas, was eigentlich steht. Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon öfter mal gesehen. Naja, vielleicht waren die auch so toll, dass man die mitnehmen musste. Wer weiß es. So, ja, wir gehen hier nochmal in den Bereich. Hier haben wir noch eine Klappe. Hier ist auch eine Klappe. Ah, jetzt sehe ich es. Ja, es erklärt sich hier, alles klar. Hier ist diese Dekontaminationsdusche. Wenn du also kernverstrahlt von draußen hier rein wolltest, dann musstest du erstmal hier drunter und konntest deine Klamotten hier in die Klappen reinschmeißen. Ja, warst dann eben nackt und musstest dann hier durch. Und dann kamen hier Sachen raus, von denen du nicht wissen möchtest, was deren Inhalt war. Aber die kamen auf dich heruntergeregnet, du wurdest dekontaminiert. Genau, super. Und hier war dann die Neueinkleidekammer. Ja, recht viel Platz ist da nicht drin. Da lag wahrscheinlich irgendwie was rum. So ein, weiß ich nicht, so eine Art Pyjama-Bekleidung vielleicht. So was ganz Einfaches, dass man überhaupt was am Leib hatte. Weil viel mehr wird man ja hier auch nicht gebraucht haben. So, der Hausanschluss. Hier sind nochmal wieder technische Betriebsräume. Also bisher haben wir hier sehr viel Struktur gefunden, die jetzt erstmal rein technischer Natur ist. Wir haben jetzt hier noch keinen Aufenthaltsraum. Ja, das ist natürlich auch toll. Ja. Sehr cool, ja, sehr cool, sehr schön. Schöne Fotos, aber wenn ihr schöne Fotos sehen wollt, dann guckt ihr mal bei Simon dann auf der Seite, wenn er das dann online gestellt hat. Da bin ich mal gespannt, ob wir gleich noch irgendwie Aufenthaltsräume finden können. Genauso in der Ausführung. Ja, das waren dann immer gesonderte Bereiche. Ja. Hier stand auch ein Dieseltank drin. Ja, gucken wir mal eben. Dieseltanks finde ich jetzt auch nicht so spannend. Stinkt meistens auch oder könnte stinken. Ja, ganz kleiner Raum nur. Da ist nichts. So, hier haben wir überall diese Hinweisschilder, so WC-Damen, das ist alles. Boah, das sieht krass aus. Das ist alles schön fluoreszierend. Ja, hier haben wir, glaube ich, noch nicht reingefallen. Einmal kurz gemacht. Ja. So,
So, jetzt sind die beiden da erstmal verschwunden. Das ist gut, da haben wir ein bisschen Ruhe hier. Ich will noch mal so ein bisschen einmal quer hier durch. Diese ganzen Streifen werde ich noch mal eben ein bisschen beleuchten. Gucken, wie die Kamera das jetzt hier so rüberbringt, wenn wir das mal ausschalten. Ja, guck mal hier, da kann man das auch einigermaßen, kann man es ja auch noch erkennen hier drauf. Ja, also die ganzen Strukturen der Türen, wie ihr sehen könnt, die sind alle fluoreszierend nachgemalt, dass man auch weiß, jo, da konnte man reingehen. Ne? Ganz schön. Allerdings, ja, das hält natürlich nicht ewig. Ne? Das ist immer so eine Sache, das hält so ein paar Minuten und dann ist das auch wieder passé. Da brauchst du wieder Licht. Aber gut, ich sage mal so. Man bringt es halt auf. Ne? So, hier war die Küche drin, haben wir gerade gelesen. So. Schauen wir einmal kurz, das ist leider alles entfernt worden. Fliesenspiegel ist noch übrig und ja, hier war vielleicht so eine Art Lagerraum, wobei hier auch viele Stromanschlüsse drin waren. Ja, kleine Küche halt, ne? Ich weiß nicht, für wie viele Personen das hier ausgelegt war, wie viel man rechnete, dass die hier rein müssen. Das war ja wahrscheinlich nur für die Belegschaft hier gedacht, die hier war. So, ja. Ja, dann macht man auch eine halbe Stunde, ihr Kleinen. Tut's wohl, ne? Sau anstrengend, anstrengend. Ja. Übrigens, Sehr schön. mal ein bisschen interessant, mir hat mal ein Bunkerexperte gesagt, dass genau das hier einer der größten Nachteile westlicher Bunker ist. Okay. Im Osten fahren sie Fahrrad. Ah. Ja, richtig, ja, richtig. Ja, gut. Und was machst du länger? Fahrrad fahren. Ja, wahrscheinlich. Das ist so ganz klar so, ja. Kannst besser Fahrrad fahren als kurbeln. Ja, ist wohl wahr. Ja, schön. Interessant. Ja. Notausgang wahrscheinlich? Nee. Ja. Ja, da wird der Notausgang sein. Nee, Sandfilter. Sandfilter? Ja, um die Luft runterzukühlen. Kältemitteleinleitungen. Ja. So. Gehen wir hier weiter. Ja, wir sind hier ein bisschen auf dem Drubbel. Ja, so einen richtigen Notausgang haben wir hier auch noch gar nicht gefunden. Da schauen wir noch mal, wo das befindet. Hier war eine Brandmeldezentrale drin. Ja, also ja. Rein, raus. Ja, und Interessanter, ne? da hinten geht es weiter, da gucken wir gleich mal. Hier haben wir nochmal so einen Raum, das müssen wir jetzt erstmal einfach so interpretieren. Wir konnten hier auf jeden Fall irgendwie geschützt eine Durchgabe durchführen. Ne, hier steht nur Raum 7 und Brandmelder. Wofür das allerdings war hier, das vermag ich nicht zu sagen. Man konnte hier auf jeden Fall irgendwas nach außen durchreichen. Kleinigkeiten, Schlüssel, irgendwas. Die sind sehr schön, die Vorhänge hier, die sind richtig, das ist richtig fies verspackt, verschimmelt hier. Ja, kommst du mit, Dexter? Da gehen wir hier einmal durch diesen fürchterlichen Raum durch. Das ist wirklich nicht schön hier. Schnell raus aus der Bude. Komplett verschimmelt. So, hier haben wir noch so ein Board für Werkzeuge, wo man dann genau wusste, wo jedes Werkzeug aufgehängt werden musste. Ja, also hier ist alles total feucht. Hier haben wir noch einen Tresor untergebracht. Ja. Genauso einen Kommandobunker hatten wir in der General-Weber-Kaserne auch. So, jetzt müssen wir hier noch weitergehen. So, hier haben wir den Notausgang. Joa, das steht sogar oben dran. Ist ein bisschen, ja, kaputt die Schrift, aber hier befindet sich der kleine Notausgang. Dann nochmal. So, da ist auch wieder ein Kontaktdingen dran hier für Alarmanlage. Da oben links dieses Teil, so ein Magnetkontakt oder was auch immer, elektronisches Teil. So, jetzt kommen wir hier nochmal in einen ganz interessanten Bereich. Hier haben wir auch wieder diese Akustikpaneele oder Akustikwand eingebaut. Das heißt, ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass man, wenn man halt oben diese Zentrale räumen musste, dass man eine entsprechende Möglichkeit hatte, hier unten in diesem Raum diese ganzen Pipeline-Sachen weiter zu steuern. Das wird hier so ein Pendant, so eine Notsteuerzentrale gewesen sein. Es ist dann immer die Frage, natürlich auf spätere Jahre zu beurteilen, inwiefern wurde das hier überhaupt noch aktuell gehalten. Hätte man damit auch in den 90er Jahren das überhaupt noch
weiter leisten können. Dexter, komm mal her. Was machst du denn da? Ja, so sieht es hier aus. Was wir hier gar nicht gefunden haben, sind Schlafplätze. Hier ist nichts, was irgendwie darauf hindeutet, dass Leute hier hätten nächtigen können. Wir haben hier zwar einen Küchenbereich, wir haben auch einen Sanitärbereich. Ja, und halt eben diesen Kommandobereich, nenne ich das jetzt mal, hinter uns. Aber sonst ist hier nichts. Es ist wohl nicht vorgesehen, dass hier wirklich jemand drin schläft. Vielleicht war da mal irgendwann was, aber von der Struktur her würde ich jetzt auch gar nicht unbedingt sagen, dass es das hier hergibt. Also mal eben. Hier haben wir noch eine Tür, können wir einmal gucken. Da ist auch noch so ein Mini-Raum dahinter. Ja, also. Ja, so sieht das hier aus. Ich schaue euch wieder dazu, wenn wir draußen sind. Und dann mache ich dann nochmal so ein kleines Resümee. Oh, ist das warm hier. Genau dieselbe rote Tür und alles, ne? Hatten wir beim Hopsen auch. Auch mit diesem Vorhang davor, ja. Und so, das scheint eine Sicherheitsvorrichtung zu sein. Ja, das war jetzt unser Rundgang hier auf der im Pipeline-Pionierbetrieb in Xanten. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Ich versuche, das nach bestmöglichem Wissen und Gewissen noch irgendwie ein bisschen mehr zu illustrieren oder euch noch irgendwelche Eckdaten dazu in die gelben Untertitel zu schreiben. Aber wir sind jetzt hier erstmal für heute durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, dann schreibt gerne was Zielführendes in die Kommentare, lasst ein Abo da und gebt dem Video ein Like. Wir sehen uns dann die Tage wieder, wenn es heißt, Joscha und Dexter auf Tour. Bis dahin, macht's gut, ciao, Kakao.